Wie ist es eigentlich, wenn wir einmal gerade bei Elvis hinter die Kulissen schauen? Nicht nur hinter die Kulissen von Elvis, sondern auch hinter die Kulissen von Elvis-Sammlern und Elvis-Produzenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode von In Elvis Veritas. Ich bin Gerd und begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Muss gleich wieder dazu sagen, die Verlosung wird kommen, auch wenn sie nicht in dieser Episode kommt. Geduldet euch noch ein bisschen, für die 1000 Abonnenten, die Verlosung wird kommen in einer der nächsten Episoden. Ja, ich habe heute einen Talkgast, das wird heute mal ein bisschen ein anderes Video und wir schauen mal ein bisschen hinter die Kulissen, behind the image sozusagen, nicht nur eines Elvis-Sammlers, sondern auch eines Autors, der also für das Magazin Graceland der Elvis Presley Gesellschaft schreibt, der schon an DVD-Produktionen mitgewirkt hat, an FTD-Produktionen mitgewirkt hat, also ein echter Hochkaräter, wird heute bei mir zu Gast sein. Bevor wir aber in das Interview einsteigen, in das Gespräch, und es wird ein spannendes Gespräch, kann ich euch versprechen, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, den Gefällt mir-Button, das Abo und die Glocke zu abonnieren. Dankeschön und jetzt viel Spaß beim Interview. Elvis Presley. Ja, ich habe jetzt hier den André Mester. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass er heute mein Gast ist, hier bei In Elvis Veritas. Ein absoluter Elvis-Insider in der deutschen Elvis-Szene und wir werden heute ein bisschen uns unterhalten, ein bisschen plaudern über Dinge, die der André macht, die er zeigt, die er unterstützt. Aber natürlich auch, wer ist André Mester, über seine Person. Elvis-Fans sollten sich ja auch ein bisschen kennen untereinander. 50 Million Elvis-Fans can't be wrong. Jeder kennt diesen Spruch. Und ich denke, da steckt auch viel Wahrheit drin. Ich begrüße dich ganz herzlich, André. Toll, dass du heute mein Gast bist. Hallo Gerd, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich gerne, auch mit anderen Fans immer in Kontakt zu sein. Denn es lebt davon, man hat das Interesse an Elvis und man lebt für das Hobby. Und ich sag mal, so eigene Interessen in dem Sinne gibt es ja gar nicht, sondern wir erfreuen uns an der Musik und deswegen reden wir heute ein bisschen über Elvis und unsere Leidenschaft. Genau, und im Hintergrund sehe ich schon den Spielertisch aus Viva Las Vegas möglicherweise. Nein, kommen wir mal bisschen zu deiner Person, André, bevor wir tiefer einsteigen. Vielleicht möchtest du dich kurz mal ein bisschen vorstellen für die Menschen, die dich noch nicht kennen. Ja, ich bin Jahrgang 1980, das heißt nach Elvis Tod geboren. Da habe ich den Vorteil, ich muss mir nicht vorwerfen lassen, ich hätte ihn irgendwie erleben können. Bin durchs Fernsehen auf ihn aufmerksam geworden, weil meine Eltern so in den 80ern halt sehr konservativ von der Erziehung waren und gesagt haben, pass auf, du guckst nicht alles, wir bestimmen, so nach dem Motto Sesamstraße, okay, aber Hallo Spencer, der ja auch ein Elvis enthielt, war nicht okay und zufällig liegt auf dem dritten Programm Jailhouse Rock, auf Deutsch natürlich, und deswegen konnte ich auch überhaupt was verstehen und mich hat einfach Elvis angesprochen. Ich wusste gar nicht warum. Denn das Singen an sich mit englischer Sprache habe ich ja als 7-Jähriger nichts am Hut, da verstehe ich nichts. Und dann hat mich das interessiert und das Schlimme war, dass mein Vater sagte, nachdem ich wissen wollte, wer ist das, weil morgen kommt noch mal so ein Film über den oder mit ihm, das ist Elvis. Ja, ich sage, das sagt mir nichts. Ja, ich glaube, der ist tot. Dann haben wir ein Lexikon, weil Internet gab es ja auch nicht, aufgeschlagen und siehe da, geboren 1935 und dann der berühmte Minusstrich. Bis wann hat der gelebt? Ja, laut Lexikon lebte der noch immer, aber es war einfach so, er war schon verstorben und die Recherche war unheimlich schwierig, weil du einfach keinen richtigen Zugang hattest. Eine Bibliothek für einen 7-Jährigen ist noch nicht unbedingt das Mittel zum Zweck und ja, es war auch für mich dann in meinem Alterskreis Grundschule einfach gar keiner, der Elvis gehört hat. Ich wusste nicht, bin also nicht unbedingt damit angeeckt, dass ich die Musik toll fand, sondern ich war ein Außenseiter, weil keinen anderen das interessierte. Okay, ja, interessante Geschichte. Ich bin ja ein bisschen älter als du, aber ich weiß natürlich von Elvis jetzt, also ich lebte, als er auch lebte, aber das ist auch schon alles. Meine Elvis-Fan-Zeit begann ja, wie ich schon oft erwähnt habe, mit seinem Todestag oder zumindest mit der Todesmeldung in deutschen Zeitungen. Genau, das wären jetzt mal so die Eckpunkte ein bisschen zu deiner Person. Du bist jetzt in der Elvis-Szene, also ich sage jetzt mal Fanclub und so weiter, aktiv seit wann? Das hat sich einfach ergeben. Ich glaube, dadurch, dass meine Eltern mir ein Buch geschenkt haben und auf der Rückseite eine Werbeanzeige war für die Elvis Presley Gesellschaft, habe ich mich dorthin gewandt und die haben mir dann angeboten, eine Mitgliedschaft mitzumachen. Das war allerdings erst 1993
wo ich dann so weit war und habe dann gesagt, ja, die haben zumindest regelmäßige Informationen auch von Dingen, wo ich denke, das ist jetzt nicht einfach nur wiederholt erzählt, wann ist Elvis geboren, wo ist er aufgetreten, sondern das war ansprechend. Die haben Mitgliederveranstaltungen gemacht, aber auch natürlich für Fans, die kein Mitglied waren, die sogenannten Elvis-Meetings im August. Und dann war ich da als 15-Jähriger, als die Elvis-Stele tatsächlich eingeweiht wurde, ist mein Vater mit mir nach Frankfurt gefahren. Denn eigentlich komme ich hier aus dem Ruhrgebiet und ja, seitdem hat man einfach Leute kennengelernt, die in den letzten 30 Jahren die Verbindung aufrechterhalten haben und man tauscht sich aus. Und ich glaube, ich habe einfach einen Wissensdurst gehabt, der bis heute nicht aufhört und deswegen, so wie ich gerade schon gesagt habe, man braucht nicht immer die Basics, die man vielleicht jetzt schon nicht mehr hören kann. Elvis, der King of Rock'n'Roll, sondern wer hat mit ihm zu tun? Wer ist der Schauspieler? Wer ist der Songschreiber? Ach, der hat für Engelbert, für Tom Jones auch was komponiert. Und trotzdem wird dieses Elvis-Lied manchmal verdammt. Liegt das daran, dass dann die Produktion schlecht war oder dass Elvis vielleicht lustlos war? Woran liegt das? Und das interessiert mich und da ist heutzutage immer noch so mein Interesse da, dass ich auch regelmäßig mich mit Leuten treffe und austausche. Also das sehe ich absolut genauso. Ich bin auch sehr interessiert an so Hintergrundgeschichten. Das versuche ich ja auch immer in meinen Videos rüberzubringen. Ja, André, du bist an interessanten Projekten beteiligt oder steckst auch hinter interessanten Projekten. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen aufklären, was schon lief oder was vielleicht aktuell gerade läuft. Ja, durch die gerade angesprochene Situation, irgendwann kam ja das Internet für uns alle irgendwann in Betracht und dann, da gab es noch keine sozialen Medien, sondern da war eher das Forum an sich eine Austauschplattform. Und es hatte natürlich zum einen den Touch, dass man sich hinter den sogenannten Spitznamen, den Nicknames verstecken konnte. Und daraus resultiert auch Nickname, das ist ja der englischsprachige Begriff. Habe ich dann überlegt, ja, wie nenne ich mich denn da? Ja, Nick. Dr. Nick, das ist ja ein Bezug auf die Elvis-Welt, aber um es nicht so wie den Dr. Nikopoulos sehen zu lassen, habe ich dann die Schreibweise auf NIC geändert und dann habe ich Kontakte versucht zu knüpfen und irgendwann hat man dann auch ein Gefühl dafür, derjenige postet Allgemeinwissen, der ist sehr fachorientiert, dann haben wir ja heutzutage auch Experten im Take-Bereich, Anzüge, jeder hat so sein Spezialgebiet, wo er sich austobt und dann gab es jemanden, der hieß mit Nickname Pray to Me und der sagte, pass auf, ich lade euch alle irgendwie ein, weil ich möchte endlich mal, dass wir uns persönlich kennenlernen. Und hinter Pray to Me steckt Gregor Redkowski und der hat dann tatsächlich eine private große Elvis-Meeting über ein Wochenende organisiert. Und dann sind wir in Kontakt geblieben, war eine gleiche Wellenlänge in dem Bereich Elvis und auch beruflich, so dass sich da was ergeben hat, wo wir gesagt haben, hey, guck doch mal, ich habe jetzt zwar Elvis nicht getroffen, aber ich habe Aufnahmen in Form von Fotos oder Super 8 Sachen und generell, weil ich mich so interessiere, ich treffe ja die Leute, lass uns das doch filmen und lass uns doch dann, und da war die Idee dann durch den Amerikaner Bud Glass, die Idee Behind the Image zu machen, eine DVD-Serie, die sich damit beschäftigt, dass man Leuten Ideen gibt mit Interviewpartner, für die Leute, die an Fakten interessiert sind und die Leute, die sagen, ja, ist ganz nett zu wissen, aber ich möchte auch Elvis live sehen und vor allem diese Super 8 Sachen hatten ja das Phänomen, dass sie schlecht zu reproduzieren waren. Nicht wie jetzt in der digitalen Zeitalter, dass man da sagt, okay, ich schicke dir mal eine MP3, sondern diese Super 8 Rollen waren ja ähnlich wie ein Diafilm, nur in viel kleiner und maximal musste man die durchleuchten und konnte dann von einer Leinwand wiederum mit einer Kamera was abfilmen. Aber der Qualitätsverlust war so hoch, dass man nachher gesagt hat, ich erkenne nur noch auf schwarzem Hintergrund ein weißes Flackern, das ist nicht. Und dann war die Intention vom Gregor und von den Leuten, die involviert waren, lass uns doch das bestmöglich erhalten. Und das traf sich dann auch mit meiner Einstellung, dass ich sage, ich bin ja nach Elvis Tod geboren. Ich lebe also davon, dass man Filme gemacht hat, dass man Aufnahmen uns erhalten hat. Und lass uns doch das, was wir heute noch an Fragen loswerden können, an Leute, die ihn erlebt haben, lass uns das doch archivieren und ja, mit der Menschheit teilen. Und das war so ein ganz starker Punkt, wo wir gesagt haben, qualitativ wollen wir der Nachwelt was erhalten. Also ich bin ja auf diese Super 8 Filme aufmerksam geworden vor einigen Jahren. Da gab es einen, ich glaube Holländer war es, holländischer YouTuber, mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein. Der Kanal ist leider, also es gibt ihn noch, aber er postet nichts Neues mehr. Habe erst vor kurzem mal wieder ein Video angesehen und da hat er eben auch auf deutsche
deutsche Quellen verwiesen. Also ich nehme jetzt mal an, das kommen wir jetzt in deine Richtung hinein, wo eben dann tatsächlich, also ja, ich will nicht sagen ganze Shows, aber fantastische Super 8 Aufnahmen, die vor allem fantastisch restauriert waren, wo man also wirklich Close-Ups, kann man fast schon sagen, also aus der ersten, zweiten Reihe gefilmt, und bei Elvis-Konzerten ging es ja trotz allem immer sehr gesittet zu, also es war nicht wie beim Rockkonzert mit Getümmel vor der Bühne, sondern die Leute saßen ja relativ anständig drin. Das heißt in dem Fall, dass man auch gute Kamerashots einfach bekommen hat, die von der Qualität trotz Super 8 und der Technik der 70er Jahre in gut restaurierter Form sehr gut anzusehen sind. Und da gibt es ja mittlerweile, ist das Internet voll davon, aber du hast natürlich recht, das Ganze ein bisschen auf ein höheres Level zu bringen, bedeutet auch, das sauber zu ordnen, behind the image, hier einfach ein bisschen das Ganze nicht einfach nur rauszuhauen, so nach dem Motto Elvis in Cleveland, ja, und jetzt sehe ich 2 Minuten von Elvis in Cleveland, Ohio, sondern eben einfach auch ein bisschen das Ganze einzuordnen, wo es stattfindet. Ich nehme an, das trifft so ein bisschen den Geist, was du jetzt meintest, oder? Ja, richtig. In Behind the Image wollten wir den Leuten erstmal das Material geben. Später dann in der Adrenaline-Serie, die mit dem Franzosen Jean-Marc Gajullo ins Leben gerufen wurde, da haben wir dann tatsächlich gesagt, er war derjenige, der gar nicht in Urlaub gefahren ist, sondern sein Geld gespart hat, um zu sagen, ich muss nach Amerika, ich muss Elvis so oft wie möglich sehen, ich finde ihn toll. Und er ist der Einzige, der heutzutage uns bekanntes 69er Vegas-Material gefilmt hat. Das heißt, alles, was man immer im Internet sieht, manchmal mit Sound unterlegt, manchmal ohne, ist ursprünglich von dem Franzosen gefilmt, und es hat auf der Adrenaline 71 mit Bonus Sektion 69 seine Erstveröffentlichung gefunden. Und da haben wir uns dann überlegt, das Jahr 71 ist so wenig beleuchtet, lass uns doch mal darüber zumindest den Leuten versuchen, eine Dokumentation zu geben. Und so sind wir auf verschiedene Themen selber noch wieder gestoßen. Für mich ein Augenöffner war die Vaterschaftsklage, die Bud Glass in Paternity Suit aufgearbeitet hat. Und man kommt einfach mit vielen Leuten in Berührung. Und wenn ich Elvis schon nicht live sehen kann, dann möchte ich doch einen Augenzeugen haben. Und ja, ganz oft haben diese Leute halt dann gesagt, ja, ich habe doch Fotos gemacht, das kann ich dir zeigen. Und dann haben die Zeitungsausschnitte gesammelt oder generell mir das Gefühl zu vermitteln, wie war das denn in den 70ern, an Tickets zu kommen. Vor allen Dingen dann von Übersee, eine wahnsinnige Leistung, weil wir hatten ja kein Internet. Und das waren alles so spannende Momente, dass ich denen an den Lippen gehangen habe und wir gesagt haben, das sind Zeitzeugen, die gehören, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt kein großer Künstler, kein bekannter Name sind, völlig egal. Weil wir müssen ja nicht in einem Saal, wo 10.000 Leute Elvis sehen, jeden im Publikum mit Namen kennen, sondern es ist einer der Leute, die da waren und die können uns berichten. Ja, ich weiß nicht, es gibt eine Elvis-Biografie, die heißt, glaube ich, einfach nur Elvis Presley von Mike Roger. Ja. Und da ist ein Kapitel drin, das liebe ich, da beschreibt er, wie er versucht, Elvis nach Deutschland zu holen, mit dem Colonel Tom Parker in Lake Tahoe verhandelt und der Colonel ihn erstmal völlig ignoriert und so weiter. Also das geht auch in diese Richtung, einfach persönliche Erzählungen, und da werde ich auch mal ein Video drüber machen. Also das ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Ich muss bloß das Buch erstmal wieder suchen, irgendwie muss ich das verlegt haben oder verliehen, wenn nicht, irgendwo werde ich es wieder finden, egal. Lake Tahoe ist auch ein gutes Stichwort, was du gerade von dem Mike Roger gesagt hast. Lake Tahoe ist ja einer der Orte, wo Elvis auch regelmäßig hintereinander im Konzertsaal aufgetreten ist. Wir unterscheiden ja zwischen den Tourneen und zwischen seinen Las Vegas Sachen und Lake Tahoe. Und Lake Tahoe war auch, es gab kaum Bilder davon und Leute wussten nicht viel zu berichten. Und Ed Bonger als Tourfotograf und involviert in die Szene sagt, pass auf, das war so eine erholsame Stimmung da. Das ist ja auch ein Feriengebiet, ein Skigebiet. Wir haben einfach gesagt, wir lassen
dem lieben Gott einen schönen Tag sein. Wir machen gar nichts. Er hat nicht ein einziges Foto dort geschossen. Und dann sind wir in unseren Kontakten auf Sue McCasland gestoßen und die hat gesagt, ja, habe ich gesehen. Bin ich ständig hingefahren, ist bei mir um die Ecke. Hast du Fotos gemacht? Ja, sicher. Warum denn nicht? Und dann war das Spannende, dieses Projekt ins Leben zu rufen, weil sie gesagt hat, ja, da hat noch keiner ein Buch drüber gemacht. Und Gregor hat ganz viel Überzeugungskraft investiert und hat es auch geschafft, sie dann zu begeistern für ihr Projekt World's Best Kept Secret. Und genau das sieht man hier im Hintergrund. Das ist ein Bezug von einem Spieltisch aus Lake Tahoe. Und der ist unter anderem in dem Buch zu finden, weil wir natürlich da auch wieder versuchen, nicht nur einfach ein Bild abzubilden. Das war auch so leider in den 80er, 90er Jahren so der Standard Schwarz-Weiß-Foto. Du hast dann 50 Seiten durchgeblättert, wusstest aber gar nichts. Welche Lieder hat er gesungen, wann war die Show überhaupt, wie viele Leute waren da. Und wir haben in den Büchern versucht, auch genau dieses Rundumpaket den Leuten zu bieten, damit man einfach sagt, das ist Zeitgeschichte dokumentiert, da bin ich quasi live dabei. Und dann in möglichst hohen Standard. Interessant, das mit diesem Spieltischbezug, das ist natürlich ein absoluter Knüller auch, dass man sowas auch mal sieht. Ich war in meinem Leben noch in keiner Spielbank, von daher ist das doppelt interessant für mich. Ja, Lake Tahoe, richtig, das ist auch so eine Konzertreihe. Übrigens, kleine Zwischenfrage, kleiner Zwischengag. Welche berühmte Fernsehserie wurde am Lake Tahoe gedreht? Weißt du das? Bonanza. Nein, da bin ich raus. Ja, am Lake Tahoe. Ja, schön, das ist prima. Jetzt werden sich natürlich Elvis-Fans fragen, André, wie kommt man an solche Dinge ran? Ja, ich glaube, indem man einfach mit Leuten redet. Das A und O ist immer, wer Fragen hat, der kann vielleicht Antworten erwarten. Und wenn nichts fragt oder in seinem stillen Kämmerlein irgendwo zurückgezogen ist, ich habe das irgendwann erkannt, dass ich halt, weil ich mich einfach so vielseitig interessiere. Die Elvis-Leute sind alle da, die waren da, die wissen das. Man muss sie nur piesacken. Und für mich war Sonny West totaler Fundus, weil er ganz viel wusste, aber am Ende des Tages musste man ihn daran erinnern. Und sagt, ja, du warst doch dabei mit Jerry Schilling, als Elvis bei Nixon war. Und dann sagt er, ja. Okay, aber jetzt muss man die Frage so stellen, kannst du mir nicht nur erzählen, sondern Elvis hat doch da in der Schublade rumgekramt und immer, also ja, genau, dann erzählt er dir die Geschichte mit den Manschettenknöpfen. Und so kommt eins zum anderen. Er sagt nur nachher, weil wir haben ihn 2003, war er in diesen Jahren involviert im Estrell Hotel in Berlin, haben wir ihn besucht und interviewt und am Ende sagt er irgendwann, weil wir haben ihn jeden Tag natürlich so ein bisschen befragt und alles Notizen gemacht und Aufnahmen gemacht, da sagt er, das ist unfassbar, du warst gar nicht dabei, du weißt so viel. Und dann habe ich ihm das What Happened Buch hingelegt und der Bitte, das zu unterschreiben. Ich habe es auch geschafft, die anderen beiden Autoren noch zu bekommen und dann schreibt er da rein, The Walking, Talking Dictionary. Das laufende, sprechende Elvis-Lexikon. Das war für mich eine wirkliche Ehre, denn so wie du mich eingangs hier vorgestellt hast, so empfinde ich mich gar nicht, weil ich möchte nicht sagen, hier, ich bin der Weltberühmte, um Gottes Willen, sondern ich habe einfach dieses Verlangen, mich mit diesen Leuten auszutauschen, damit ich mehr weiß. Und genau da komme ich dann dazu und dann sage ich, was ist das denn da? Kann ich das mal sehen? Und dann sagt die, ja, das ist ein entsprechend ein Aschenbecher aus dem Sahara. Ich sage, wow, okay. Und dann gucke ich aber etwas weiter noch in ihrer Sammlung und sage, ja, aber du hast ja noch einen anderen Aschenbecher, da steht ja auch Sahara Tahoe drin. Sagt sie, ja genau. Und dann frage ich natürlich, warum sind die unterschiedlich? Aus unterschiedlichen Jahren? Da sagt sie, nee, ist doch ganz einfach. Der eine stand auch in meinem Hotelzimmer, den habe ich mitgenommen. Und den anderen, der stand unten im Showroom, den habe ich mitgenommen, wie die Menüs. Denn diese Menüs waren ja alle umsonst, die konnte man gar nicht kaufen und die Leute haben die mitgenommen. Du hast halt nur Glück, dass bei manchen gar keine Essensreste drauf sind, kein Glas abgestellt, die sind dann nicht wellig. Und dadurch sind sie dann heutzutage preislich in einer höheren Kategorie. Und dann sage ich sage, du hast ja jetzt 10 von solchen Aschenbechern. Ich sage, ich erwarte nicht, dass du mir einen schenkst, aber würdest du mir einen verkaufen? Sagt sie, nee, du bist so begeistert, der ist für dich. Oh, so kommt man an Sachen dran. Es ist natürlich eBay auch die Möglichkeit, da werden nicht nur Sammlungen verkauft von Elvis, sondern auch Einzelgegenstände von entsprechenden Antiquitätshändlern. Ich habe dann irgendwann durch diese Sachen gemerkt, ich weiß hier was, ich kann Fragen an die Leute stellen, die andere Leute vielleicht nicht so leicht von den Lippen gehen und habe dann überlegt,
welcher Bereich ist so noch gar nicht abgedeckt und bin auf die Songschreiber gekommen und habe dann Facebook für mich entdeckt und habe dann gesagt, ich schreibe die Leute an, nicht nur weil ich ein Autogramm gerne hätte, auf meiner Vinyl-Single, auf dem Cover, sondern lass die Leute doch mal was fragen. Die stehen doch die ganze Zeit einfach nur im Hintergrund. Wir sind doch da, frag die doch was. Und dann bin ich ins Gespräch gekommen und dann sage ich natürlich zu Norman Blackman, ich sage, du hast ja doch 2 Lieder für Elvis geschrieben. Er sagte, nee, habe ich gar nicht. Ich habe 3 geschrieben, aber er hat leider nur 2 aufgenommen. Dann rede ich später mit Randy Starr und Randy Starr sagt, eigentlich gelernter Zahnarzt, naja, ich habe ja fast 100 Lieder geschrieben und ich bin total stolz, dass entsprechend 14 so benutzt wurden. Und das ist mir auch völlig egal, dass die Old MacDonald aufgenommen haben, weil ich habe mich ja durchgesetzt gegen einen anderen, der genau für diesen Spot im Film was geschrieben hat. Und für mich hat dadurch Old MacDonald jetzt keinen höheren Stellenwert, aber ich weiß dadurch etwas, was er mir einfach erzählt hat. Da denke ich, das darf ich nicht für mich behalten, das möchte ich im Interview sehen und habe das entsprechend als Artikel für Graceland verfasst, für die EPG und so ist es wieder für die Nachwelt erhalten. Und dann kommt man auch an solche Sammlerstücke, weil der sagt dann, ja, ich werde jetzt immer älter, was mache ich mit meinen Unterlagen, die ich aus der Zeit habe, von der Plattenfirma oder die Vertragsvereinbarung oder ich sage, hast du das Acetat noch? Er sagt, ich habe noch alle Acetate. Ich sage, du hast also die Version, die Elvis vorgespielt wurde? Sagt er, ja natürlich. Ich sage, wie kann das denn sein? Er sagt, weil ich nicht ganz dumm war. Wir haben doch die anderen Leute die Produktionskosten tragen lassen und dann habe ich einfach gesagt, wenn du das hier einmal aufnimmst, machst du einfach eine Kopie für mich und dann zahle ich den $1,50 und dadurch hatte ich genau das gleiche inhaltlich wie das, was Elvis gehört hat. Und das Original ist oftmals zerstört, nicht aufbewahrt worden und er hat von allen Liedern noch das Original-Demo. Und das ist super spannend. Das ist richtig toll, weil gerade die Acetate, das ist auch eine Wissenschaft für sich, das würde sich wirklich mal lohnen, da mal tiefer einzusteigen. Da ist auf dem Gebiet auch noch vieles offen, ja, also da finde ich eine ganz spannende Geschichte, gerade eben, weil, wie du richtig sagst, es ja Elvis so gehört hat, er hat das Lied so kennengelernt, ne, wie es auf dem Acetat, auf dem Demo quasi war, ja. Okay, André, welche Möglichkeit gibt es denn jetzt für Fans, an Produkte ranzukommen, die jetzt das, was du beschrieben hast, Behind the Image zum Beispiel oder ähnliche Dinge, wie kommt man an diese Dinge ran? Also damals wurde das Behind the Image und auch die anderen Produkte natürlich herkömmlich beworben über den Fanclub, der das Produkt bespricht und über den Fanclub auch bestellbar. Aber die Pray to Me Sachen sind entsprechend auch mit ISBN-Nummer versehen, sodass man, wenn man die ISBN-Nummer hat, sie über den Handel bestellen könnte, aber auch direkt über die Pray to Me Publishing Webseite. Und das Schöne ist einfach, um ein bisschen Aufsehen für diese Produkte zu sorgen, damit die Leute mitkriegen, oh, da ist was, hat der Gregor die Idee gehabt zu sagen, wir geben den Leuten auch einen Blick hinter die Kulissen und packen das teilweise dann auf den YouTube-Channel. Und wenn man da mal bei YouTube guckt, sieht man tatsächlich, wie ein Elvis-Produkt entsteht. Und wenn wir jetzt zurückdrehen die Zeit, jetzt ist 2024, wir haben 2002 die erste DVD Behind the Image gehabt, ging es dann danach los, dass man einen Trailer gemacht hat, um ein Elvis-Produkt zu bewerben. Heutzutage, wenn wir die RCA Legacy oder Sony Boxen sehen, dann ist das für uns schon normal. Ja, haben die da ein paar Sound-Samples, aber da war wirklich das Internet zu nutzen und dadurch hat das ja auch eine Verbreitung gefunden, weil es englischsprachig war auf der ganzen Welt und dann kriegst du Feedback, weil die Leute es alle zentral bei ihren Elvis-Händlern bestellen oder wie gesagt, wenn du jetzt heutzutage die Sachen bestellen möchtest, praytome-publishing.com ist eine Adresse und da kann man die Sachen dann, wenn sie dann noch verfügbar sind, bestellen und beziehen. Ja, und dann könnten praktisch jetzt auch unsere Zuschauer, wenn sie denn Interesse hätten, hier einsteigen, könnten sich da in der Richtung was bestellen, ne? Glaube ich, kann man so sagen, oder?
Ja, ich habe mit dem Gregor gesprochen, damit wir so ein bisschen Einblick geben können in die Produkte und was zeigen dürfen, weil es hat auch immer mit Urheberrechten zu tun. Und es wird oft vernachlässigt, was du eben angesprochen hast. Die Leute, die die Videos so bei YouTube hochladen, die haben gar nicht dafür gezahlt. Die Pay-to-Me-Sachen sind alle offiziell lizenziert. Und da ist es dann so, ich habe ihn gefragt, ob das für ihn okay ist, dass wir Sachen vorstellen, besprechen und Einblicke geben. Ja, sagte, und warum nicht? Wir können ja den Leuten dann auch noch was Gutes tun. Wenn die dann entsprechend bei der Bestellung das Stichwort Podcast eingeben, dann hat er gesagt, mache ich für den Gerd einen 10% Account und dann können die Leute entsprechend sich ein bisschen Geld sparen. Das finde ich prima. Und wir werden das sicherlich auch in der Videobeschreibung, wir blenden es ein, wir werden es in der Videobeschreibung unten auch nochmal einfügen. Also wenn ihr Interesse habt an diesen wirklich großartigen Produkten, das muss ich jetzt nicht, weil ich da jetzt Werbung um Gottes Willen, sondern weil es einfach faszinierende Produkte sind mit unheimlich viel Aufwand und Liebe gemacht und es verdient einfach, dass man sowas auch verbreitet und bekannt macht. Ja, also wenn ihr Interesse habt, liebe Zuschauer, dann könnt ihr selbstverständlich, André hat es gerade erwähnt, hier die Produkte bestellen und mit diesem Code bekommt ihr dann auch Rabatt. Ja, okay, wunderbar. Dann würde ich jetzt noch, wir sprechen jetzt doch schon ziemlich lange, würde ich doch ein bisschen nochmal auch auf deine Sammlung, ein bisschen hast uns ja schon gezeigt, ein bisschen Dinge. Wie würdest du denn deine Sammlung so ein bisschen, ich sage jetzt mal in knappen Worten beschreiben, was du alles hast, wo liegt dein Sammelschwerpunkt? Und vielleicht was ist so ein bisschen auch das Highlight in deiner Sammlung? Meine Sammlung ändert sich. Und das höre ich von ganz vielen Leuten, die länger dabei sind, die wechseln ihren Schwerpunkt, weil Elvis auch wie die Lieder, mal sprechen dich die 50er an, mal bist du traurig, mal willst du was Rockiges hören, habe ich irgendwann entschieden, ich möchte erstmal Elvis und seine Musik haben und dann bin ich halt mit meiner Generation das CD-Kind gewesen, habe Vinyl für mich später entdeckt, aber auch nicht so viel Herzblut reingesteckt, sodass ich gesagt habe, alles, was ich noch nicht habe und wenn es 5 Sekunden sind, möchte ich besitzen auf richtiger CD, gepresster CD. Und dann habe ich entsprechend Imports und all die offiziellen Veröffentlichungen mir zugelegt und ja, dann ist noch Vinyl dazugekommen und dann habe ich irgendwann erkannt, naja, so eine CD hat keinen Wert, wenn du die irgendwann verkaufen willst, aber ist auch gar nicht wichtig, weil der Inhalt war da wichtig. Und dann ist es so, dass ich gesagt habe, naja, dieses Memorabilia, das aus dem Las Vegas Hilton irgendwie, so wie ich es gerade gezeigt habe, das ist jetzt nicht direkt von Elvis, aber es ist aus der Zeit und es gibt ein gewisses Flair. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, in meinem Zimmer mir eine Elvis-Ecke einzurichten, was soll ich mit 1000 CDs? Da ist es vielleicht weniger, manchmal mehr. Und dann sage ich, hey, ich habe was, das hat nicht jeder. Das ist aber nur für mich wertvoll. Jemand anders würde sagen, was willst du damit? Man könnte ja auch sagen, warum lasse ich mir die Plattencover verkritzeln? Ist doch direkt Altpapier, schmeißt das weg und Elvis hört eh keiner mehr. Aber das ist einfach eine Philosophie und so würde ich sagen, meine Elvis-Sammlung besteht aus, natürlich habe ich die Filme, die sind mir wichtig und dann sammle ich, was zu den Filmen dazugehört. Die Pressebücher, die amerikanischen, und zwar vollständig ohne Knitterfalten, ist wichtig. Dann gibt es das sogenanntes Promotion-Material, das sind Radio-Spots. Die sind auf einer einseitigen Vinyl in der Regel und waren dann für das Radio gedacht, dass du das abspielen kannst als fertigen Werbejingle. Das ist für mich ziemlich wertvoll. Und natürlich die ganzen Erinnerungen mit den Leuten, die erlebt zu haben, tatsächlich die Bandmitglieder, egal ob das TCB sind, ob das Scotty Moore ist, die American Sound Band. Ja, und deswegen kann ich nur jedem raten, lernt die Leute kennen, auch wenn es immer weniger werden, aber da kommt das Original-Feeling noch rüber, wer Elvis war. Ja, und da ist auch die Zeit natürlich ein bisschen ein Faktor, ne? Du hast es ja angesprochen, weil die Leute sind ja auch mittlerweile, haben ein gewisses Alter einfach, das ist einfach so und von daher sind ja selbst, wenn ich jetzt an die Donna Butterworth aus Paradise Wine Style denke, die ist ja mittlerweile auch, keine Ahnung wie alt die ist, dürfte schon 70 sein oder knapp. Die ist ja schon längst verstorben, das ist ja umso erstaunlicher, dass auch junge Leute tot sind. Das wusste ich nicht, okay. Die ist mir jetzt nur gerade eingefallen, weil sie Kinderstar quasi war in Paradise Wine Style und wie ich finde auch großartig gespielt hat, gefällt mir sehr gut der Auftritt von ihr. Ja, okay.
Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht abschließend noch zu den obligatorischen Fragen, die ich meinen Gästen immer stelle, die ich natürlich auch dir stellen möchte, wobei zum Teil hast du es ja schon beantwortet, seit wann du Elvis-Fan bist, das hast du, glaube ich, schon erwähnt, ne? Genau, das ist schön, wenn man das so genau sagen kann. Und dann natürlich auch die Frage einfach, wenn du jetzt auswählen müsstest, was ist dein Lieblingssong oder deine Lieblingssongs, was würdest du da antworten? Da bitte ich eigentlich die Leute immer drum um Verständnis, dass die ständig wechseln und man am besten so eine Top 10 aus jedem Jahrzehnt irgendwie jongliert. Das sind sicherlich die 70er Jahre mit It's Impossible oder It's Easy for You, die mir ans Herz gewachsen sind. Aber natürlich ist auch Burning Love in unterschiedlichen Varianten ein toller Song. Es ist einfach je nach Laune abhängig. 50er Jahre, ich finde Rip It Up ziemlich gut. Es gibt Lieder, die mag ich gar nicht, aber sie gehören einfach dazu. Elvis hatte auch gute Tage, schlechte Tage. Es gab Lieder, die musste er für die Szene aufnehmen. Das muss man einfach akzeptieren. Das ist ein großes Gesamtwerk und man kann sich einfach die Sahnestückchen für jeden rauspicken und kann sich daran begeistern. Und das, glaube ich, ist auch wichtig. Die Yellow Press, so nennt man sie ja in Amerika, die Klatschpresse, sucht immer nur die bösen Schlagzeilen, um Auflagen zu verkaufen. Und ich finde, das Leben ist so spannend. Über 30 Hollywood-Filme, 2 Dokumentationen über die Konzerte, entsprechend viele Lieder aufgenommen, sowohl für Soundtracks als auch Live-Versionen. Such dir doch einfach was aus. 22 Jahre Schaffenswerk, berichte doch über das, was toll ist. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Leute, die mit Elvis zu tun haben, gesagt haben, genau das möchte ich. Ich möchte die positive Seite von Elvis in Erinnerung halten, weil negative habe ich so gar nicht, die habe ich zum Teil vielleicht sogar ausgeblendet. Ich weiß es gar nicht, aber ich kann dir erzählen, was für ein toller Mensch Elvis war. Und deswegen endet Bud Glass seine Interviews immer mit der letzten Frage, nicht nur, wie hast du von der Nachricht des Todes erfahren, sondern wie soll Elvis in Erinnerung bleiben oder für was bleibt er deiner Meinung nach in Erinnerung? Das finde ich eine wirklich gute Frage. Ja, das ist, und die ist nicht leicht zu beantworten im Übrigen. Ich möchte noch mal kurz auf das dass sich das mit den Lieblingssongs ändert, das kann ich bestätigen. Mir fällt da gerade ein Beispiel ein Song, den ich früher eigentlich, ich sag mal, komplett, ja, schon ignoriert, muss ich sagen, ignoriert habe, der mir überhaupt nicht gefiel und der mir in letzter Zeit, ich leg den immer mal wieder auf, das ist zum Beispiel Almost in Love. Das ist so ein Song, der aus meiner Sicht völlig unterschätzt wird. Das ist ein tolles Arrangement. Gut, er hätte technisch besser aufgenommen werden können, aber das lassen wir jetzt mal. Aber es ist ein sehr gutes Arrangement und ist auch fantastisch gesungen und das ist vor allem so untypisch für Elvis und zeigt für mich, und jetzt beantworte ich auch die Frage, die du in den Raum geworfen hast, wofür er sein Wert ist für mich ganz klar einfach die Vielseitigkeit. Ich kenne keinen Interpreten, wirklich keinen, und ich kenne viele, der diese Vielseitigkeit der Genres derart gut und glaubwürdig rüberbringt, weil einfach dieser intuitive Zugang zur Musik bei ihm da ist. Ja, er hört was, es gefällt ihm, er macht was draus. Und das sind große Künstler und die kannst du an einer Hand fast, an 2 sagen wir mal, abzählen, ja, weltweit. Da gibt es nicht viele. Es gibt Hunderttausende Interpreten, aber Künstler in dem Sinn, dass ich sage, ich bin einfach für die Musik geboren oder wie auch immer, ich höre was, ich mache was draus, da ist Elvis für mich ganz klar die Nummer 1. Da kommt nichts ran, da kommen auch keine Beatles ran, so sehr ich sie schätze, wirklich absolut, bin großer Beatles-Fan. Aber was das betrifft, würde ich Elvis immer den Vorrang geben. Absolut. Okay, André, gut. Dann sind wir jetzt ziemlich durch mit unserem Gespräch. Ich danke dir nochmal ganz herzlich. Das war jetzt ein toller Einblick auch in deine Sichtweisen. Das möchte ich auch mal sagen. Jetzt nicht nur, was wir jetzt inhaltlich ausgetauscht haben, sondern auch die Art und Weise, wie du an das ganze Thema Elvis herangehst. Finde ich gut, den persönlichen Bezug und so weiter. Ja, und ich danke dir einfach für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast für dieses Gespräch. Und wir haben ja in die Videobeschreibung nochmal eingefügt. Wer also Interesse hat, haben wir vorhin erwähnt. Genau, und dann bleibt uns eigentlich nur noch, oder bleibt mir nur noch, dir zu danken und dir alles Gute zu wünschen. Wir werden ja, denke ich, auch weiter in Verbindung bleiben, sind ja schon zeitlang in Verbindung. Ja, und alles Gute weiterhin für deine Projekte und viel Spaß mit allem, was mit Elvis zu tun hat und natürlich auch privat und persönlich alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch. Und für neue Projekte habe ich erst vor 2 Wochen wieder mit jemandem
der sich gerade für ein aktuelles Buch engagiert hat, gesprochen und der sagt, also wenn man irgendwo denkt, es sei nichts mehr da, hat man plötzlich wieder ein Gespräch und der sagt, ich habe aber doch noch was. Kennst du das gar nicht? Klar, der kennt das schon seit 30, 40 Jahren, so lange liegt das bei dem irgendwo in seinem Fotoalbum und dann blätterst du das durch und hast plötzlich Fotos Backstage mit Elvis, wo du denkst, wusste ich gar nicht, ich habe noch nie ein Foto aus der gesamten Reihe gesehen. Wahnsinn. Und dann laufen dir irgendwelche Sachen bei eBay, weil sie falsch betitelt sind, über den Weg, weil derjenige denkt, das Tonband, was sich ja anders schreibt als das Wort real oder real to real, plötzlich hast du ein Super 8 Real in der Hand und dann denkst du, okay, dann kaufe ich das, auch wenn es kein Tonband ist, aber mal gucken, was drauf ist. Und dann entdeckt man wieder Sachen, wo derjenige seinen Memphis-Besuch gefilmt hat und dann ist er in Graceland 1962. Und das ist natürlich dann mal was anderes, das zu sehen. Und deswegen glaube ich, es ist genug Material für Projekte da. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, viele Leute interviewt und andere Leute machen das auch. Es wird nicht aussterben. Solange das Interesse der Fans da ist, werden die Leute, die sich kümmern können, entweder aus ideologischen oder aus finanziellen Gründen, so wie die große Plattenfirma das halt macht, uns versorgen. Und deswegen können wir dankbar sein für alles, was kommt, was neu ist. Und deswegen wird auch unsere Sammlung nur ein Problem haben: wir werden nie genug Platz haben. Das ist wohl wahr. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Danke André nochmal, alles Gute und wie gesagt, wir machen einfach weiter Long Live the King. Ne? Das ist ja zumindest mein Motto immer. Okay, ciao, ade. Danke. Ja, Dankeschön. Soweit das Interview mit André Mester. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele Informationen mitgenommen und ich freue mich, dass ihr wieder auch bei dieser Episode mit dabei wart. Nächste Woche wird es das große Video vom Elvis Weekend in Bad Nauheim geben. Ich bin schon am Schneiden, komme kaum hinterher, so viel ist momentan zu tun. Aber ich freue mich drauf, ihr werdet tolle Videos sehen, tolle Interviews hören. Eine Doku über das Elvis Weekend in Bad Nauheim am nächsten Sonntag, könnt ihr euch schon da freuen. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao und servus, euer Gerd, long live the King.